Am Montag hat ein größerer Ausfall bei AWS zu weltweiten Problemen geführt. In diesem Video wollen wir mit der Solution Architect Brille einmal schauen, was da genau passiert ist und die Frage klären, ob AWS noch verlässlich ist oder ob wir davon jetzt weg müssen. Kurz zu meinem Hintergrund. Mein Name ist Tobias Nawa, ich bin mehrfacher Gründer und selbstständiger Solution Architect. Und ich arbeite seit mittlerweile über 9 Jahren mit AWS. Aber was ist am Montag überhaupt passiert? Am Montag, den 20. Oktober 2025, kam es zu einem der größten AWS-Ausfälle der letzten Jahre. Dabei wurden zahlreiche Internetdienste weltweit gleichzeitig lahmgelegt. Vielleicht hast du es selbst auch mitbekommen als Kunde von Netflix, Spotify, Zoom, Slack, Signal oder anderen Diensten. Die Liste ist da echt lang. Aber was genau war der Grund dafür? Tatsächlich basiert der ganze Fehler auf gerade einmal einem einzigen Dienst, den AWS anbietet, und zwar DynamoDB. Das ist ein zentraler Datenbankservice. Jetzt ist es so, dass AWS-Services auch voneinander abhängig sind. Sie bauen aufeinander auf. Zwar sind diese in der Theorie wie große Microservices aufgebaut, also sie können eine gewisse Zeit autark arbeiten, aber irgendwann muss sich jeder Service mal synchronisieren. Daten müssen zum Beispiel in die Datenbank geschrieben werden. Und so kam es am Montagmorgen mitteleuropäischer Zeit dazu, dass sich ein Dienst nach dem anderen verabschiedet hat. Und somit eben auch die großen Online-Dienste, die ich anfangs genannt habe. Kurz danach hat dann auch Amazon mitgeteilt, dass es gewisse Probleme gibt. Als Problem wurde schnell das DNS von DynamoDB gefunden. Kurz dazu. Ein DNS, ein Domain Name Service, ist quasi ein Telefonbuch, das Namen in dem Fall nicht zu Telefonnummern, sondern zu IP-Adressen übersetzt. Ich frage also quasi meine Domain an und bekomme eine IP-Adresse, wo ich dann meine Inhalte abholen kann. Darauf basiert quasi das ganze Internet. Über den DNS-Dienst wurde der Zugriff über interne Domains auf DynamoDB ermöglicht. Aber krass, oder? Wie kann ein einzelner Dienst einfach alles abschießen? Wird sowas nicht vorgetestet? AWS selbst sagt, dass so etwas normalerweise nicht passieren kann, da eben viel getestet wird. Und auch die Bereitstellungen laufen inkrementell ab. Also in kleinen Portionen, die nacheinander ablaufen, damit man schnell zurückrollen kann, wenn mal etwas schief geht. Aber in dem Fall kam es zu einer Verkettung von Events, die nachfolgende Automationen quasi überschrieben haben. Mit den Informationen, die ich gefunden habe, habe ich das mal rekonstruiert. Nach der Bereitstellung des fehlerhaften DynamoDB-Updates haben AWS-interne Systeme dem Monitoring gemeldet, dass DynamoDB nicht erreichbar ist. Das löste eine riesige Fehlerlawine aus, die das komplette AWS-System und dessen Netzwerk so überlastet hat, dass immer mehr und mehr Services ausgefallen sind. Dadurch konnte auch das automatische Rollback nicht mehr greifen und AWS-Mitarbeiter mussten manuell eingreifen. Also hat quasi ein klein erscheinendes Problemchen wirklich eine riesige Kettenreaktion ausgelöst. Und dadurch, dass das erst durch die Produktivskalierung aufgefallen ist, hat man das auch im Testsystem nicht gesehen. Die Fehlerlösung wurde gegen Mittag implementiert und trotzdem waren die Plattformen wie Netflix und Co. bis Mitternacht nicht vollständig verfügbar. Und das hat einen Grund. AWS-Services kommunizieren über APIs miteinander. Wenn ein Service wie DynamoDB ausfällt, können andere Services keine Daten mehr speichern oder abrufen. Alle ausstehenden Anfragen stauen sich quasi auf. Für Dienste wie Netflix ist das ein Problem, sie müssen ihre Kunden sofort bedienen. Die lange Ausfallzeit entstand, weil AWS diese aufgestauten Anfragen erst nach und nach abarbeiten musste, bis alles wieder grün wurde. Also müssen wir AWS jetzt aufgeben? Aus politischen Gründen mag das vielleicht sinnvoll erscheinen, aber aus technischer Sicht sehe ich da keinen Handlungsbedarf. Solche Fehler wie am Montag sind sehr, sehr selten und passieren auch bei anderen Anbietern. Bei kleineren, aber relevanten Systemen kann man über eine Multicloud-Lösung nachdenken, um solche Szenarien abzufangen, wenn es aus Kostengründen auch erschwinglich ist. Bei großen Anbietern wie Netflix ist das aus Kostensicht aber wahrscheinlich eher nicht sinnvoll. Schreib mir noch gerne in die Kommentare, ob du auch selbst davon betroffen warst und welcher Dienst bei dir ausgefallen ist. Und wenn dir die Ausführung gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, damit unterstützt du mich und meinen Kanal. Danke fürs Zuschauen.